Musik ist im Allgemeinen Kunst. Kunst ist künstlich, also nicht Natur. Die ersten menschlichen Programmiererinnen und Programmierer von digitalen Prozessen wurden selbst Computer genannt. Inzwischen nennen wir die Maschinen intelligent, mit der oft diffusen Annahme, sie würden beginnen, so zu werden wie wir selbst, nämlich Lebewesen. Filmabend: Maschine und ich über das Menschsein von Computern. Während eines Konzerts läuft ein innerer Film aller Beteiligten öffentlich an einer Leinwand ab. Unser Gesicht strahlt ständig Emotionen aus. Diese Emotionen kann unser Algorithmus erkennen und dazu live Anweisungen zur Musik generieren. Er lässt uns mal eine Melodie hinzufügen oder einfach mal still sein. Auf der Grundlage der Emotionen entscheidet die Maschine zunehmend sicher, was geschehen soll, um Musik zu komponieren. Sie lernt also und wir lernen, sie zu verstehen. Wir Musiker spielen in Echtzeit ihre Anweisungen und die Maschine erhält sofort die Wirkung durch die von der Musik beeinflussten, gescannten Gesichter. Wir sind mit einer Maschine in einer natürlichen Dreiecksbeziehung. Bei allen Beziehungen gibt es eine Rollenverteilung. Wer bei uns welche Rolle hat, finden wir bei unserem regelmäßig stattfindenden Testabend, dem Lab, heraus, in dem wir Menschen das tun, was wir immer tun, unserer viel komplexeren Intuition folgen. Spiele mit einfachen Regeln fordern seit jeher die Kreativität der Spieler heraus. Bei diesem Konzert sitzen Musiker und Zuschauer gemeinsam am Spieltisch. Die Spielsteine sind Improvisationsmusiken, inspiriert von zeitgenössischen Komponisten, mit denen die Musiker im Kontakt stehen. Mit Hintergründen aus Jazz bis moderner Musik haben sie ein riesiges Spektrum für Klänge und deren Konzeption. Es spielt das Drei-Orangen-Kollektiv mit Gästen. Hier in unserem ersten Videopodcast möchten wir nicht nur über das Projekt erzählen, sondern auch über die Hintergründe. Wir sprechen mit dem Programmierer der Software, die wir verwenden. Er programmiert Machine Learning Modules, was so langläufig als KI bezeichnet wird. Aber was ist künstliche Intelligenz und warum sind wir anders als Maschinen? Was ich jetzt als letztes gesehen habe, was ich ziemlich eindrucksvoll fand, ist ein Modell, das wurde quasi trainiert mit den gesamten Daten des Internets. Kannst du diesem Modell dann sagen, okay, schreib mir ein Gedicht über Liebe. Und dann schreibt das Ding dir ein Gedicht über Liebe und das kannst du 100 Leuten zum Lesen geben und wahrscheinlich wird keiner von denen, wenn er es nicht weiß, drauf kommen, dass es von einer Maschine geschrieben wurde. Was dieses Modell macht, es nimmt einfach das komplette Wissen, was im Internet irgendwie latent vorhanden ist und bringt es in eine anwendbare Form. Aber darüber hinaus kann das nichts machen. Also es kann jetzt nichts Neues irgendwie erfinden. Generell ist es so, dass diese Machine Learning Sachen, was die sehr gut machen, ist Aufgaben, die sehr repetitiv sind, mit der Zahl durchgeführt werden. Die können sehr gut gelernt werden. Ich meine, es gibt ja Unmengen an klassischer Musik. Wenn du ein Modell baust und dem quasi alle
ja alle klassischen Stücke fütterst, die jemals geschrieben wurden, dann kann dieses Modell ist dann durchaus in der Lage, sowas zu reproduzieren. Ja, das heißt ja dann, ist es ja dann doch ein bisschen neu, oder? Also ich weiß, ich finde es schwierig, den Begriff jetzt was Neues erfinden, ne? Der extrapoliert ja quasi die Methodik von Mozart, sage ich mal. Dann so. Ja. Aber es ist ja dann quasi schon neu. Der schreibt dann ein Stück in der Tonart. Vielleicht hat Mozart nie ein Stück in Cis geschrieben. Der Computer macht das ja dann schon. Ja, genau. Ein Laie könnte wahrscheinlich so ein geschriebenes Stück nicht von einem echten Mozart-Stück unterscheiden. Du hast vorhin so was andeutet wie, das ist noch nicht künstliche Intelligenz. Würdest du jetzt sagen, künstliche Intelligenz gibt es eigentlich noch gar nicht, oder? Es kommt jetzt darauf an, was man unter Intelligenz versteht, aber ich würde tatsächlich sagen, nee, das gibt's noch nicht. Also weil was ich unter Intelligenz verstehe, beinhaltet einen kreativen Akt, ne, so einen Schöpfungsakt. Das können diese Algorithmen, die wir jetzt momentan haben, noch nicht leisten. Wer kann jetzt nicht einen Künstler erschaffen, den es noch gar nicht gibt? Irgendwann ein Ende, es gibt einen natürlichen Ablauf darin, hat mit Fortpflanzung und vielleicht Ideen entwickeln zu tun und das haben halt Maschinen nicht. Also Angst vorm Tod ist so der größte Unterschied. Wobei ist die Frage, ob Maschinen überhaupt lebendig sind. Ne? Ja, das ist eine Frage, mit der beschäftige ich mich schon einige Jahre immer mal wieder, was denn jetzt Leben ausmacht.